Hallo und herzlich willkommen heute zum Feierabend mit einer Vorschau-Version von Shadow Warrior 2 und natürlich mit einem Entwickler von Shadow Warrior 2. Welcome, Pawel. Hello guys. Nice to be here with you. Just under me. Und über mir ist natürlich Franz und wir zeigen heute das Spiel. Ihr könnt gerne Fragen stellen im Chat und später in der Aufzeichnung werdet ihr das hoffentlich alles vernünftig mitbekommen können, weil Franz ganz toll die Fragen dann gestellt hat und übersetzt hat und wir werden auch versuchen, das alles so gut es geht und so schnell es geht dann auch zu übersetzen für diejenigen, die ihr jetzt vielleicht das nicht so gut verstehen. Wir haben ein bisschen ein leichtes Zischgeräusch auf der Verbindung rüber nach Warschau, denn da sitzt Pawel gerade. Das können wir leider nicht entfernen, aber ja, ich glaube, da kommen wir trotzdem durch. So Pawel, I'm going to just start a new game and Yes. be surprised what we are going to see. I'm starting a new game. I tried the game a little bit just to get into it. Actually, in the beginning, of course, we thought about playing the 4-player co-op. That's not possible in this version yet, but I'm going to start a single player. Yeah, but it will be there when the game will be released. 4-player co-op. So, jetzt habe ich hier, also wir können jetzt in der Version leider nur Singleplayer spielen. Koop-Modus im 4-Spieler-Koop-Modus wird es geben, darüber werden wir auch jetzt hier noch eine ganze Menge reden. Es gibt jetzt hier 4 Schwierigkeitsgrade, ich kann die mal kurz anklicken, dann sieht man hier, wie viel schwerer die werden und dass es zum Beispiel dann besseres Loot und solche Sachen gibt, denn das ist auch, das ist jetzt hier auch teilweise sehr lootlastig. Es gibt ganz, ganz viele Waffen, Entschuldigung. Gottes Willen. Wie geht's denn hier los? Es gibt ganz, ganz viele Waffen und solche Sachen und Upgrades und sowas alles. Ist alles sehr, sehr cool gemacht. Ich starte das jetzt aber auf I have no fear. I'm going to start it on I have no fear. Just so that I don't die every 3 seconds. Kurz, da wäre schon eine Frage, die kannst auch du beantworten. Das ist ganz allgemein. Worum geht es denn in der Shadow Warrior-Reihe? Okay, we have the first question. Achso, ich meinte dich, weil du das ja auch kennst, aber ja, aber das stimmt, ja. Du hast we have the first question. What's the Shadow Warrior series all about? About the story? You're asking about the story or just generally in the game? General, both. Let's say both. So generally, this is FPS game, 4 players co-op. It's all about fun and shooting. Lowang have like really crazy jokes. He's more like a funny guy with the swords, with melee weapons and normal firearms. So and he uses it a lot in the game. The game is more open this time. First one was more like a linear story-based game. This one also have a nice story, but the game is more open. You can pick your path, whatever you want. So it's a little bit more open than the first one. And about the story, in the first one, Lowang saved the world, but he let's say fucked up because after that, the demonic world and the real world merged together. And in second one, he because he's a mercenary, he was hired to do a job and save a girl. And this is how the story starts, and he gets into another conflict. And we will see that in the story how it will finish and how it will end. Okay, also ich fasse es mal kurz zusammen. Shadow Warrior ist in erster Linie erstmal ein First-Person-Shooter oder Action-Spiel, weil es ja auch Nahkampfwaffen gibt. Wir spielen hier diesen Lo Wang und der ist eher so ein bisschen wie so ein Duke Nukem Charakter, also immer laute Klappe und viel Action. Man kann das Spiel alleine oder im 4-Spieler-Koop spielen. Es hat einen Story-Modus, aber die Level sind diesmal deutlich offener gestaltet, mehr Bewegungsfreiheit. Sie werden auch teilweise zufällig zusammengebaut aus Elementen. Und zur Story, im ersten Teil ist quasi eine normale Spielwelt oder die normale Welt mit irgendwie so einer dämonischen Welt zusammen verschmolzen. Oder da gab es dann so Übergänge, so dass Dämonen die normale Welt erobert haben. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, passiert das jetzt hier, glaube ich, auch nochmal. Irgendwie so ganz die Details habe ich jetzt nicht mitbekommen. Weil das beim ersten Mal verditscht hat, ne? Genau, beim ersten Mal hat das so ein bisschen verditscht. There's one follow-up question just from me right away. Do I have to know about the first game, about the story, or? No.
No, it's okay. Some of the characters are also in the first one, but it's not like you have to finish the first one. For me, it would be nice that the gamers would play the first one also, but they can freely just play the second one and they will follow with the story, no problem. Okay, also man muss den ersten Teil nicht gespielt haben unbedingt. Man wird die Geschichte auch so halbwegs verstehen und man kommt da auch so rein. Aber wer den ersten Teil gespielt hat, der... wow, I just cut the water. Wait a second. This is... I can actually cut the water. Okay, cool. Also wer den ersten Teil nicht gespielt hat, der kommt hier schon noch rein. Wer ihn gespielt hat, der wird dann immer wieder Anspielungen und Referenzen merken, weil natürlich die Figuren aufeinander Bezug nehmen. Kurze technische Frage, Fritz. Du hast nichts an der Bitrate geändert, oder? Das war gerade die Frage, weil die Leute meinen, es sieht irgendwie ein bisschen pixeliger aus als sonst. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nö. Dann erholen sich die Twitch-Server noch von dem Zusammenbruch vor 2 Tagen. Ja, also falls ihr da draußen falls das irgendwas irgendwie ein bisschen rucklig oder so aussehen soll, dann ist das die Twitch-Aufzeichnung oder Twitch selber, weil also ich spiele das hier echt in butterweich und das ist jetzt auch die Version mit vollen Details, höchste Detailstufe, es läuft echt gut und es sieht richtig cool aus, also das passt alles soweit. Genau. This is sort of a tutorial level. Yeah, it's a prologue. It's like a first mission. As I saw a few seconds ago, we had a technical problem. It's a little bit older build, but it's all fixed. But it's a prologue, so it's a first mission, training mission. Okay, also das ist hier ein bisschen eine ältere Version, deshalb funktioniert das auch noch nicht mit dem Online-Koop. Ist nicht ganz so die aktuelle, aber es ist halt die einzige, die sie momentan schon rausgeben können, weshalb wir es jetzt hier so in der Form zeigen können. Das ist jetzt hier 2 Wochen, ne? Genau, es kommt am 13. Oktober. Mehr dazu zur Preis und zu den ganzen Sachen und was man da vielleicht noch beachten kann, machen wir, glaube ich, nachher. Nur ganz kurz, man sieht jetzt hier schon, one of the first things I noticed, starting the game is that the character is much more agile this time around. I can dash, I can double jump even, I can jump, you dash. Can jump, yeah, exactly, you can jump, dash, jump, there is no stamina, so you can run how much you want. So the character, the player feel like more agile than the first one. Also es geht jetzt, Fritz hat festgestellt, dass der Charakter deutlich agiler und flinker unterwegs ist als im Teil davor. Und Pawel hat auch direkt gesagt, ja, das ist so. Und vor allem, es gibt auch keine Stamina oder so und du kannst halt völlig ausrasten, dashen, Doppelspringen, also ne, hier so anstürmen, Doppelsprünge machen. Und ja, ich glaube, es ist schon sehr auf ausgelegt, eine gute, actionreiche Zeit zu haben, ne? Ja, also es fühlt sich auch echt gut an. Also auch so die Art und Weise, wie man zur Seite guckt, wie die Waffe dann hinterher schwingt. Ich kann ja mal auf eine Feuerwaffe gehen, dann sieht man das so ein bisschen, wie die Waffe sich so mitbewegt. Das fühlt sich alles sehr, sehr angenehm an. Field of View und solche Sachen kann man natürlich einstellen. Ich kann mal ganz kurz in die Optionen gehen. Nur mal also es gibt ganz, ganz viel, was man einstellen kann. Also ihr könnt euch da wieder austoben, wie man es halt auf dem PC gerne machen kann. Hier oben Field of View und sowas ist alles da, alles dafür gesorgt. Das Spiel gibt es aber auch für PlayStation 4 und Xbox One. The PS4 and Xbox One version will be released at the same time. No, at the same time, but after the PC release and the Xbox One, Xbox One and PS4 version, it's going to be released at the beginning of the next year, probably January. Okay, also stimmt, da habe ich mich vertan. Die Konsolenversion, also PS4 und Xbox One, die kommen erst Anfang 2017, also ein PC-First-Game, was ja, wenn man bedenkt, was die Entwickler vorher gemacht haben, gar nicht so verwunderlich ist. I saw one of the questions already, which is sort of a standard question in our stream, if there will be spiders, and I can answer that question right away. There will be spiders. There will be. And we will see them. There's a lot of kind of enemies. There's like more than 40 types of enemies, so there's a lot of them. The players won't get bored with only like 10 of them, and they will repeat. There's like 40. So that's a lot. Also es wird 40 Gegnertypen geben, damit man sich halt nicht so schnell langweilt, wenn es dann 10... Was ist das denn? Schnappis. I see that you use some special attacks with melee weapons. You have like this one, it's a sting and aerial attack, so yeah.
I cut you into pieces. This is my last resort. Suffocation. No oh, okay. I can even cut the dead bodies. Yeah, this is nice. the cutting system. It's like you can cut it how much you want. Some of the enemies you can cut their arms and stuff like that. So it's a little bit gory. Also es ist ganz schön brutal, oder sagen wir mal so ein bisschen comichaft brutal. Man kann hier die Leute, ja, ne? Es ist blätterig, genau, das ist ein richtiges Wort. Man kann die Leute hier schön zerschnetzeln. Ich habe jetzt eben gerade auch schon so ein paar Spezialangriffe gemacht, also zum Beispiel hier so nach vorne so ein Dash, oder wenn ich zur Seite drücke, dann kann ich hier so einen aufgeladenen Rundumschlag machen. Es gibt auch noch mehr Nahkampfwaffen, es gibt unglaublich viele Waffen, es gibt echt viele Gegner, werden wir noch zu kommen. Und man sammelt immer wieder auch so ein paar kleine Sachen ein. Genau. So Pawel, how long do you think the campaign will last? The main campaign it's going to last like 7-8 hours with the side missions, side quests. It's like 12 hours or something. But it's only when you just go straight ahead, because in the game you have a lot more things to do. We have this loot system, that looks like more like a, let's say, Diablo system. Mm-hmm. So you can spend a lot more time on the game because there is a lot of hidden things, the things to find, the loot to gather, to make your weapon stronger. I hope we are going to talk about the loot system later. So yeah. But the main campaign, when you just go straight ahead and do the missions, it's like, say, 7-8 hours, and with the side quest, it's like 12 hours. Okay, also ich habe hier gerade Pixis Frage gestellt, wie lange die Kampagne ungefähr gehen wird, und er meinte, wenn man das straight durchspielt, 7 bis 8 Stunden, wenn man noch die Nebenquests macht, geht es schon so Richtung 12 Stunden, und sie setzen sehr große Hoffnungen in ihr Loot-System. Das ist so ein bisschen Diablo-mäßig, dass man halt seine Waffe verbessern will und so, und dass man dadurch dann noch ein Upgrade kriegt. Warum hat der Mann einen riesengroßen Eisstiel in der Hand? Das ist ein Paddelmensch. Der will mir eine paddeln. Das ist doch Logo. Ja. Wow. Okay. Man sieht es jetzt übrigens hier schon, also den Abschnitt habe ich jetzt schon gespielt. Also die Kämpfe sind extrem dynamisch, weil die Gegner auch sehr viele unterschiedliche Angriffstypen dann starten. I just said that the fighting feels very dynamic. I have to dash all the time. There are different attack styles for the enemies. Yeah, you have to move a lot, because they are not like enemies that they just defend and wait to get killed. They will attack you, they will chase you, so you have to be quite fast. You're like as a ninja mercenary, so you have to use your skills. You can heal yourself by pressing Q if you are playing on keyboard. Yeah. Oh, I think exactly. he lost his head. Yeah, it's possible. That's his problem. What? Ja, Whoa! I'm moving around a little bit more just to show what's happening. Maybe I'm not sure if you can see it. His head, I shot a part out of his head. Of course, can you see can it? Do that. Yeah, you can do that. You can also blow a hole in his stomach and stuff like that. You can cut his arm when he doesn't have a weapon in his arm. So the cut system is very advanced. Our programmers spend a lot of time to make it look perfect, and we are very proud of it. Okay, also Fritz hat gerade festgestellt, dass er sich viel bewegen muss. Er hat gesagt, er bewegt sich so viel, um das zu zeigen, und nicht, weil er schlecht spielt. Und er hat jetzt kurz rausgefunden, dass er sich heilen kann, und jetzt ging es gerade nochmal darum, dass Fritz festgestellt hat, dass er ein Stück aus dem Kopf von dem Gegner geschossen hat. Und daraufhin hat Pawel nochmal erklärt, dass sie viel Wert auf ihr Cut-System, also auf das Schneiden, das Schnittsystem quasi legen, und da geht es nicht um Zensurschnitte, sondern um Schnitte in Gegnern, und da sind sie sehr stolz drauf. Man sieht's ja schon. Pawel, do you have a rating, an age rating for Germany already? No, I'm not sure. I don't know. I don't know what the rating. We have demons there in the game. Usually, most of them are demons. So I hope it's not going to be like 18 plus or something. I'm sure it's not going to be like that. Okay, but they're human-like. That's we'll see. Also das war eben auch noch eine Frage. Er kann noch nicht sagen, ab wie vielen Jahren und ob geschnitten oder nicht. Das ist noch nicht raus.
ist ja da in den letzten Jahren schon sehr liberal geworden. Und man kann natürlich einerseits sagen, das sind jetzt hier so Dämonen, ne? Aber ja, muss man mal schauen, was da rauskommt. Ich weiß auch nicht, ob es da, also Pawel wusste jetzt auch nicht genau, ob es schon das Rating in Deutschland gibt, also das USK-Rating. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf ehrlich gesagt auch noch nicht, ob das schon drauf ist. Genau. Aber es ist es ist recht blutig, aber es nimmt sich natürlich auch in keiner Weise ernst. Also hier, man hört es jetzt hier nicht, ne, aber der Wang, der hat halt auch ständig irgendwelche Sprüche drauf und so. Ja, ansonsten das mit der Kampagne hattest du schon übersetzt, oder? Ja, genau. Ich habe kurz gegoogelt, ob es vielleicht irgendwo eine Einstufung gibt. Und Google hat die Ergebnisse von Amazon so zusammengefasst, dass da drunter stand, freigegeben ab 0 Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich auch nicht. Die Schleimlampen. So, jetzt muss ich mal kurz hier wieder in die Fragen gucken. Ich spiele hier einfach mal derweil ein bisschen weiter. So, how long has this game been in development? Around 2 years and a half. Okay, also 2,5 Jahre jetzt in development. And how many people are working at it? At the moment, around 70. Sorry? Around 70. Okay, also ungefähr 70 Leute arbeiten an dem Spiel. 2,5 Jahre jetzt schon so in der Entwicklung. This is, as far as I would guess, after hard reset and everything, this is your biggest game by far. Yeah, it is. It is our biggest game. We made this is the 3rd FPS game that we make. The first one, the one that we started, it was a sci-fi game, Hard Reset. Some of the gamers, I hope they know it. The second one was Shadow Warrior. This is the 3rd one. We also made a game for more younger players called Juju. Also das ist nach Hard... I don't like spiders. So Pawel, there's... Warte, lass mich ganz kurz noch schnell übersetzen. Also das ist jetzt hier nach Hard Reset, wovon es ja letztens auch nochmal dann die Konsolenversion gab. Und nach Shadow Warrior ist das mehr oder weniger ihr drittes großes Spiel. Und es ist mit Abstand ihr größtes Spiel, also aber auch was den Inhalt angeht. Wir werden zu dem ganzen Loot-System und diesem ganzen, okay, bessere Waffen und so kriegen, Upgrade-System, werden wir noch kommen. Da kümmern wir uns gleich drum, aber Franz kann schon mal die nächste Frage stellen. So, what about like replay value? I don't know. Replay value? Replay value. We are going to implement, not at the beginning, but in the free DLC, we are going to implement something called bounty missions. They will generate for the players missions. And it will be infinitely, so players can find better loot, gear their weapons, make them more stronger, and I hope we are going to make also something like New Game Plus. But the bounty missions, when we're going to launch it, I don't know, sometime after the main release, it's going to give quite huge replayability because the missions will generate infinitely. Okay, also ich habe gerade nach dem Wiederspielwert nach dem Wiederspielwert gefragt. Das haben witzigerweise 2 Leute gerade parallel gefragt. Und dadurch, dass es das Loot-System gibt, war die Idee, dass es so quasi Daily Quests gibt, also er hat sie jetzt Bounty Quests genannt, also Kopfgeldjagd, Sachen, dass man halt immer wieder generierte Missionen kriegt, die man dann machen kann, für die man dann neues Equipment braucht, dass es dann so ein bisschen diesen Diablo-Effekt gibt, ne, wenn das funktioniert. Und auf Dauer soll dann halt auch noch so ein quasi, beim Witcher gab es das auch, ne, den Schwierigkeitsgrad Plus. Genau, also New Game Plus, also nochmal neu starten, aber mit der Ausrüstung vom Vorgänger, was in dieser Art Spiel jetzt halt auch in der Variante, so wie das jetzt umgebaut ist, Sinn macht, weil man halt wirklich die Ausrüstung hochpusht. Und, he's got a hole in his heart. Yeah. Here you can find some loot, some medkits.
This blue one gives you recharge your mana. The statue that you get, that you took, it's an upgrade that you can put into your weapons or into your armor or into other slots. I hope we are going to, when you will get some of the get more loot. I hope we can talk about the loot system. We can get into inventory and talk about it a little bit. You killed the rabbit. Yes, but I learned from the Monty Python movies that white rabbits are always very dangerous. So I had to do it. The loot system, that's sort of a really big thing in the game, and we're going to talk about it in just a second. Nur ganz kurz noch zur Übersetzung. Also jetzt wird es gleich um das Loot-System geben, was wirklich halt einfach sehr wichtig ist. Und irgendwas hat er gerade noch gesagt und ich habe sofort in dem Moment wieder vergessen, indem er es gesagt hat. Worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Verdammt, Franz. Über Hasen. Nein, den Hasen habe ich jetzt umgebracht, weil der ja gefährlich ist. Das wissen wir ja von Monty Python, dass Hasen sehr gefährlich sind. Aber irgendwas hatten wir vorher noch gesprochen und es ist jetzt wieder dieser typische Fall, dass man mitten im Gespräch ist und dann nicht mehr weiß, was man danach übersetzen wollte. Ich habe immer das Problem, dass ich einfach vergesse zu übersetzen, weil ich so gespannt zuhöre und dann will ich schon die nächste Frage stellen. Genau, aber ist nicht so wild. Wir werden zu dem ganzen Loot-System, also da, ganz kurz zu den Sachen, die man eingesammelt hat. Man findet halt eben Upgrades, die man in Waffen oder in seine Fähigkeiten investieren kann, beziehungsweise man kriegt Erfahrungspunkte, mit denen kann man seine Fähigkeiten erhöhen und man findet Upgrades, die man in die Waffen reinstecken kann. Das werden wir auch gleich dann mal machen, sobald wir mal die nächsten Waffen haben. I'm not sure about the number of weapons, but I read about there are sort of hundreds of weapons in it. Almost, no, not hundreds, but around more than 70 unique weapons with different graphics. Some of them have unique special effects and stuff like that. But there's like more than 70 unique weapons. Also es wird mehr als 70 einzigartige Waffen geben, die halt auch anders aussehen im Spiel, also wirklich jede Menge. Man kann nicht immer alle mitnehmen, man kann, glaube ich, so 7, 8 Waffen oder so, wir werden nachher das Waffenrad nochmal sehen, die kann man mitnehmen und also jede Menge Abwechslung auch bei den Waffen. Wir kriegen hier auch in der Demo noch mehr zu sehen, keine Sorge. Vor allen Dingen die Kettensäge. Smith is my mechanic. Fixed my car a few dozen times. I am here on personal business. Kamiko has gone missing. The birthday girl. Does that mean no cake? It's gonna mean no balls for you if you don't shut your yammering mouth. Ah, I see what's going on. The big boss's daughter got lost on your watch. Do I smell a beheading? More importantly, do you think they'll sell tickets? I'm afraid the situation is quite serious. For some time, she's been worried that Zilla has found her out. And today she was due at my garage at 4. She is never late. Whoa, rewind. Zilla? Orochi Zilla? Yes. She was working in his labs. Undercover. Oh, he doesn't like that kind of thing. I'm organizing a rescue mission. Zilla's security is legendary. They wouldn't get past the front desk. And what would you suggest? Go in quiet. You send one guy. Preferably one that knows his way around. Are you offering your services? Depends on what you're paying. 100,000. Cash. That should please my accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then, find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No. This is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location you may use. Okay then, take her to the old man's place. Bring her to my garage. I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her when I see her. Lo Wang, Yes. don't fuck this up. If she dies, they'll be picking your fingertips out of my gardens for weeks. Lady sure knows how to motivate her workforce. Intimidation is the tool of the fearful heart. Hey, it beats being the fool of the tearful fart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! So it's the same humor as the first game. Yeah, exactly. Lo Wang is well known of his humor. Oh, I went the wrong way.
Oh, I get... now I have the next weapon, a shotgun. I'm going to jump into... I think the next thing is going to be sort of a cyberpunk mission? Yeah. We have like 3 settings. The first one is like more like a old Kyoto, Asian, Japanese style setting. The second one is more like ancient Asia style setting, and the third one is cyberpunk sci-fi setting. Okay, also we will see it on this level. es gibt 3 grobe Richtungen beim Setting, so ein Cyberpunk-Setting, ein so ein bisschen altes Kyoto-Setting und ein bisschen ländlicheres asiatisches Setting. Und the next question just arrived in the chat, of course. Will there be German subtitles or even a German spoken version? Yeah. We will have English, German, Russian, Spain, French, Polish, and Brazilian. Subtitles or translation? I think subtitle. Subtitles, okay. Ja. Also es wird Untertitel geben, auch auf Deutsch und in den anderen Sprachen, die er eben noch genannt hat. Also Brasilianisch, Portugiesisch und Russisch und Englisch ist ja die Sprache, ne? Genau, er spricht Englisch hier, die Figur. Und genau. So, was gab's noch so an Fragen? Nicht, dass ich jetzt kein Englisch erkannt hätte, ich habe nur keinen Ton gerade, deswegen. Ja, es gab 4-mal die Frage mit den Untertiteln, die haben wir dann jetzt beantwortet. Und es wird gerade ein bisschen über die Altersfreigabe diskutiert. Okay. One thing we can't show tonight is one of the biggest new things in Shadow Warrior 2, the 4-player co-op mode. Can you tell us a little bit about it? Yeah, 4-player co-op in which everyone plays as a main character. We didn't want to lose the feeling that you are low rank, so everyone that is playing sees himself like as a low rank. Players can jump in and jump out whenever they want. They will get everyone will get his loot, so players won't fight for the loot. And yeah, maximum 4 players. You can play with your friend. You can play with 2 friends or 3 of them. You can find them online or just play in a local, more locally. But no 4-player split screen. Genau, also 4-Spieler Koop wird es geben. Jeder Spieler spielt dann quasi hier den Lo Wang. Hat also die ganzen Sprüche, die er dann immer so ablässt und sowas alles. Es sind also nicht jetzt 4 neue Multiplayer-Charaktere. Und man kann das online, man kann es im LAN spielen. Das ist übrigens schön, ne? Das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Nee, also das ist echt cool. Genau genommen, diese Version könnten wir im LAN spielen, wir können sie noch nicht online spielen. Im Laden? Im Laden, genau. Und genau, also man kann reinspringen, rausspringen, wie man möchte in dem Multiplayer-Modus. Habe ich mir übrigens immer schon von viel mehr Spielen gewünscht, dass sie dann einfach sagen, okay, komm, wir bauen jetzt hier nicht einfach noch eine komplizierte Koop-Kampagne, sondern wir bauen das Spiel einfach so, dass man einfach den Helden vervielfältigt, weißt du? Dass man einfach dasselbe Spiel gleichzeitig mit mehreren spielt. Ja. Hatte ich damals schon bei Gothic 1, da habe ich mir einfach nur gewünscht, das mit einem Kumpel im Netzwerk gemeinsam spielen zu können. Ach, good times. Wow. Genau. The next question is, will there be like a skill tree or a skill system? Yeah, we have a skill system, like perks, so when the player will progress to the mission, side quest, he will get new skills, and there will be like 5 different types of skills, and in every type there will be like more than 5 different, there is like 5 categories, and in every category there's like 5 different skills to skill up.
Okay, also es wird ein Skillsystem geben. In Nebenquests und so findet man quasi Perks, hat er das jetzt genannt. Den Begriff kennt man ja noch aus der Fallout-Reihe. Und es gibt 5 Kategorien mit jeweils 5 Skills, die man dann noch lernen kann. Kannst du zufällig schon in das... Ja, ich wollte gerade sagen, ich gehe da jetzt gleich mal rein. I'm going to switch into the menu so we get an idea of how much is in the background of the game. Genau. This is the weapon wheel, and we can equip 8 weapons, but of course, like you said, there are many more. Right now we don't have that many, and there is an upgrade system in it. Maybe Exactly. you can tell us a little bit about it. Now you can every weapon, most of the weapons have like 3 slots in which you can put gems that you find in the game. Some of them give more power, some of them let you shoot faster. There is also elements that make weapon look differently. For example, you put an ice gem, I think, into the shotgun. I put Aspect and the other one HP after I kill. on the left and one. You have to click it. The chilly Chilly soul. Soul. As you can see on the statistic, it gives a chilling effect. And the damage is converted to ice and extra damage as ice. And now, as you can see on the shotgun, on the front of the shotgun, it's a little bit frosty now. At the okay. moment. Yeah, like in real life. Yeah, like in real life. So we have like 4 elements. It's a fire, it's ice, there's electricity, and toxic damage. So some enemies will be more resistant to some of the elements, and the other one will be more vulnerable to the elements. So yeah, and for example, chilling effect, when you shoot the enemies, you make them slower. If you will do a lot of ice damage, you will even make them stop for a few seconds. And for example, toxic gives on the enemies puts a dot that ticks with the damage. The fire put the enemy on fire, and electricity stuns them for a second or something like that. So we have those element upgrades. We have also upgrades like you can find an upgrade in which if you will put it into example handgun, you will operate 2 handguns at once. So it will like copy them. Okay. So yeah, and there's like hundreds of thousands. The upgrades are limitless. So player will find a lot of them in the game. So he can just them from weapon to his favorite weapons, make them stronger and stuff like that. And the shotgun has a German name, by the way. Yeah, it has. Gut. Also er hat keine, ja, oder willst du? Hau raus. Ich erkläre es mal schnell, weil ich habe es auch tatsächlich schon benutzt. Hier fliegt irgendwie eine kleine Fliege rum. Genau, also hier seht ihr, dass die Waffen an sich erstmal, die sind jetzt hier unterteilt, natürlich in unterschiedliche Klassen. Und hier unten sind immer so Punkte. Und da kann man Upgrades reinmachen. Die kann man auch wieder rausnehmen aus den Waffen. Und die verändern halt ihre Werte. Die verändern aber teilweise auch die Eigenschaften. Die Shotgun ist jetzt hier zum Beispiel vorne so ein bisschen gefroren. Und die hat jetzt so einen Eiseffekt drauf. Man sieht es jetzt hier auch bei dem Waffenrad. Da ist jetzt hier so dieser Eiseffekt drauf. Und umso bessere Waffen man findet, umso mehr von diesen Gems oder von diesen Upgrades kann man halt reinsetzen, machen die Waffen stärker, ändern teilweise auch ihre Funktion. Es gibt dann noch Flammeneffekt, es gibt Eis hatten wir ja schon, es gibt Feuer, es gibt Gift als Effekte, und die wirken sich dann auch nochmal als zusätzlichen Effekt auf die Gegner aus. Und pushen halt auch nochmal die Werte der Waffen. Das ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen Borderlands-mäßiges, ne? Also dieser Loot-Charakter. So it's a little bit like Borderlands. Yeah, a little bit, yeah. And genau, und dann der Klassiker, ne? Also Gift verteilt einen Schaden über Zeit, Feuer setzt die Gegner in Flammen, Eis verlangsamt sie und Elektro stunnt sie, also dass sie sich kurz nicht bewegen können. Genau. And so this is what the weapons are about, but there is also this one. There are also skills. And what about that? Now you see only 2 in this category, but when you will progress, you will get more types in every category. Now you have one available skill. You can put it, for example, this one. These 2 make those special attacks with melee weapons stronger. The Sting one and the Vortex one, it can make it stronger. In the first category, you can put some skills, some skill points
to have more HP or get more health from health packs and stuff like that. And there's also a category with a magic. Because we have 3 magic and 1 that I don't want to tell about it. It will be a surprise for gamers. So we have healing, we have invisibility, and we have also something like spikes. The spell that spikes enemies and stuns them for a few seconds. It helps to control smaller enemies when they surround you or stuff like that. We are playing the game from the beginning, so we can see all of the spells and we can see everything, but there's a lot of videos from E3 or PAX that we show the demo with more skills and more different kinds of weapons, so gamers can check it out also when they will have a free time. Genau, also zu der ganzen Skill-Geschichte ist es so, es gibt verschiedene Skills, die kann man ausrüsten, manche sind passive Sachen, manche sind aktive Sachen. Wir sehen, weil wir jetzt hier das Spiel angefangen haben, natürlich nur ein paar. Man kann die hochleveln, ich habe das jetzt hier bei diesem Spezialangriff zum Beispiel gemacht, weil ich einen Erfahrungspunkt hatte und habe da Level 2 freigeschaltet und jetzt ist dieser Angriff stärker und es gibt zum Beispiel dann auch eben die Heilfunktion, also es sind aktive Spells, es gibt auch sich unsichtbar machen und solche Spikes rausschießen, die dann auch Gegner gefangen nehmen. Da schaltet man im Verlauf des Spiels von mehr frei und dann kann man eben auch seine Erfahrungspunkte da hochpacken. Ist also auch wieder nochmal so ein Motivationselement zu sagen, okay, ich verdiene Erfahrungspunkte, ist auch so eine Wiederspielsache. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad findet man ja auch besseres Loot und verdient natürlich auch mehr Erfahrungspunkte. Es gibt auch so ein paar jetzt hier Ressourcengeschichten, also dann findet man mehr Munition, und solche Geschichten. Und von diesen Karten allein gibt es schon mehr. Man sieht es jetzt hier, man kann die dann auch immer noch einzeln hochpushen. Also es ist ein verhältnismäßig großes System um das eigentliche nur rumlaufen und kämpfen herum gebaut, damit man da nochmal ähnlich wie halt ja, in einem Borderlands bei den Waffen oder eben in einem Rollenspielähnlichen System nochmal eine Motivation hat, zu sagen, okay, ich pushe meine Figur weiter, ich spiele irgendwie nochmal den Abschnitt oder so. Das nimmt man dann einfach mit, genau. Das müsste eigentlich alles gewesen sein. Okay, ja. And now I'm going back into the game and going to kill some more enemies. I'm going to try to see one of the bigger bosses. I'm not sure if in this level there is a boss enemy. But I think there will be one big guy at the end of this level. Okay. Okay. I just got a skill point, for example. Yeah. Is the co-op campaign? That's one of the questions I wanted to ask. So the co-op campaign is exactly the same as the single-player campaign. You can it's okay. The same. It's the same. And everybody sees like the cutscenes and stuff like that. Yeah. Okay, they cool. will and they will get loot. Okay, cool. Also man kann die Kampagne wirklich 1:1 im Koop spielen, man kriegt auch die Zwischensequenzen zu sehen und man muss sich nicht ums Loot streiten, jeder kriegt quasi eigenes Loot. Wow. Ja, wir vertragen ganz gut. Er lädt die Waffe auch so geil nach. Just great animations for reloading the weapons and things like that. Yeah, really nice. Some of them are really funny. Very detailed. Will the enemies scale with more players? Will there be Yeah, they will. They will. Yeah, of course. There will be more of them and they will be stronger. So the game will automatically balance. When someone will jump into the game, it will be harder. So it's good good to stick together more or less. Of course, players can go, then they can depart and go into a little bit different directions, but the game will be much harder for them. So it's good to stick together and cooperate. Okay, ich habe gerade Grobis Frage gestellt, ob die Gegner im Koop stärker sind. Und ja, das Spiel scaled halt, ne? Also es passt sich an, je mehr Spieler und Spielerinnen da sind. Und er meinte gerade, klar, wenn man zu viert ist, man kann sich auch aufteilen, aber dann ist es halt dementsprechend schwerer. Es ist halt so ausgelegt, dass man zusammen gegen die Gegner kämpft. Und ich habe eben O gerufen, weil die Schädeldecke von diesem Roboter einfach abgefallen ist. Die war nicht gut verschraubt. Ich habe das nur überprüft. Ach so, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Produkttest nennt man das machen wir ja. Und genau.
Und ich hatte halt noch gefragt wegen der Kampagne und Loot, aber das hat man, glaube ich, schon übersetzt. Genau. Will there be a key giveaway? We can arrange that. We have you on tape. Too late. Ich habe gerade nach Keys gefragt, er hat gesagt, keine Chance. Die kriegen alle Bier. Außer für uns er schaut, was er tun kann. But will there be a demo version or a trial version or something like that? We're not planning it at the moment. We will see maybe after the release. Now we are all focused to finish finish all the details and polish the game to make it look as good as possible at the release. Also es wird vor dem Release auf jeden Fall keine Demo geben, weil sie jetzt voll damit beschäftigt sind, das Spiel fertig zu bekommen und zu polischen. Und vielleicht gibt es danach nochmal irgendwie was. Gut, Demos sind ja inzwischen verhältnismäßig selten geworden. Genau. Was hatten wir denn? Fox der Fuchs, der Pawel ist Leveldesigner und auch ein bisschen Mädchen für alles, hat er uns vorhin erzählt. Also er macht auch andere Sachen in dem Bereich. Genau. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Waren sonst noch irgendwie große Sachen? Nee, das waren so die Standards. Okay, Ne? Ich muss ja dazu sagen, wir lernen ja auch, ich habe Pawel ein bisschen gebrieft vom Stream, welche Fragen immer kommen, nämlich wann kommt's raus, was wird's kosten, welche Engine ist das? Das ist eine House-Engine, ne? Haben wir noch gar nicht gefragt. Achso, ja. Schon beantwortet. The graphics engine, it's self-made. Yeah, it's our own in-house game engine. It's called the Roadhog engine. Yeah, and our programmers started to make it like 7 years ago, and they are developing it for those years. Sorry, ich vergesse immer zu übersetzen. Also es ist eine Eigenproduktion, die Engine. Das hat das Team vor Jahren angefangen, an der zu arbeiten und baut sie halt immer weiter aus. Und genau, es ist nichts außer Haus, was Eigenes. Genau. Nice upgrade. I think it's a rare upgrade. I'm going to put it into my shotgun. Deadly Soul of Hurry. Damage to Superior and Elite Enemies. Also macht mehr Schaden zu Superior und Elite Leuten. Und ich lade schneller nach. Aber ich schieße öfter daneben, was bei einer Shotgun jetzt eigentlich nicht so schlimm sein sollte, weil die sind ja, weiß man ja, sind ja die berühmten Scharfschützenwaffen. Ja, gerade in deinen Händen wird alles das hat man eben gerade, als ich versucht habe, mit einem Revolver zu kämpfen, mal gesehen. Max! Genau. Irgendwas habe ich jetzt gerade noch. What about minimum hardware specs? Do you have any idea? I'm not sure about it, but our programmers working on it to run even on older graphic cards, like I don't know, I think it was 560. I think it should work on minimum probably the graphics, but I hope it's going to work even on older versions, older graphic cards. Okay, also die Frage nach den minimalen Anforderungen auf dem PC meinte er, sie versuchen es so zu machen, dass es auch auf älteren PCs läuft. Und er meinte auch, selbst auf einer 560 sollte man es mit minimalen Details hoffentlich zum Laufen kriegen. Ich habe jetzt hier übrigens mit der Version, wie gesagt, die ist jetzt schon ein bisschen älter, ich habe jetzt hier eine GTX 79 drin, mit 16 GB RAM und einen i7. Und das läuft sehr, sehr gut. Kann mich da nicht beschweren, das ist die höchste Detailstufe, man kann jede Menge einstellen. Uah. Manchmal sieht es ein bisschen aus, als würde es ein bisschen langsamer werden, aber ich glaube, dass das eher an der Aufnahme liegt, als am eigentlichen Spiel, weil ich es vor 2 Tagen schon mal abends ein bisschen ausprobiert hatte und da war das nicht drin, das passiert manchmal bei den Aufnahmen. Oh, komm her. Zack. One detail question. Which graphic APIs will the game use, and will there be a Linux version? Linux version? No, I don't think so. Okay, also keine Linux-Version. It's like PC, Steam and GOG at the beginning, and then consoles, current game consoles like Xbox One and the PC release. Okay, also es kommt für den PC auf Steam und GOG
und dann halt Anfang des Jahres für die Konsolen. And will the PlayStation 4 version be identical to the PC version? Yeah, of course. Ja, also I mean, it's going to be released in 3 months from now, 4 months. So we are going to probably polish it and make it better. Okay, also es kommt, ne, die werden schon gleich sein, die Version, aber die PlayStation-Version ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr polished, weil sie ja die Patches und die ganzen Entwicklungen, die in den 3 Monaten passieren, bis es rauskommt, dann halt noch in die Release-Version mit einbauen. Maybe we'll even add something, or and then give a patch for Steam players to have the same version as the PlayStation guys. We will work on this game more after the release. Okay, also es wird halt auch nach dem Release noch weiterentwickelt. And talking about patches, what about DLC and what about DLCs? Yeah, we are thinking about giving free DLC a few months after the main release. It's still we still have to decide that. Yeah, probably we'll do that. Okay, I didn't get it. Did you say free DLC or DLC? Free. I mean free. Okay. Free of charge. Okay, es werden auch kostenlose DLCs nach Release kommen, ist zumindest die Planung, aber genaues weiß man dann noch nicht. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass halt dieser Bounty-Modus später noch eben kommen soll, um für mehr Aufgaben zu sorgen. Das ist hier übrigens irgendwie ein Lieutenant und der hat auch schon ein paar, man sieht ja auch schon, der ist immun gegen Powers und er ist immun gegen Toxic und er ist hardened, also er verträgt mehr und er beschwört hier auch mehr Gegner vor. Ich habe im ersten Moment gar nicht geschnallt, das hattest du ganz am Anfang doch auch, ne? Mit dem Genau, das war mit dem Typen auch. Das hatte ich am Anfang jetzt gar nicht geschnallt, dass der das gemacht hat. Und eine Sache fällt mir da gerade auf, was ich gerne nochmal zeigen wollte, weil ich habe es ausgemacht. Man kann hier jede Menge Sachen an- und ausmachen. Man kann unter anderem auch mehr Informationen darüber sich anschalten, wie viel Schaden man macht. Ich hatte das aus, aber was so Feedback angeht, um zu wissen, okay, was macht meine Waffe und wo macht sie Schaden, man kann sich das auch in Zahlen anzeigen. So Pawel, I just told them that I turned off the graphics for the damage graphics, but actually, especially in the beginning, it's not a bad idea to use the numbers since they show me if I do a critical hit. Oh, I used all my weapons. Because the champion, he summoned his minions to defend him when you are getting too far away from the champion. They will try to stick with the champion, so they will teleport back to him. Okay. Yeah. So yeah, but you have to kill them first, then you can finish the champion. Like elite and enemy. And yeah, you can turn off the damage meter. But some players, like Diablo fans or something, they can see the damage when they attack and helps them to evaluate how strong is this weapon and stuff like that. Bigger numbers are better, always. Bigger numbers are better, always, exactly. Ja, also man kann halt diese Zahlenwerte hier für die Waffen an- und ausschalten, um dann zu sehen, ob man zum Beispiel einen kritischen Treffer macht. Ey, ich bin so schlecht mit der Pistole, das ist der Wahnsinn. Aber man sieht jetzt hier... Also this one is quite fast, so shotgun or sword is better, I think. But if you can deflect, you also can parry with the melee weapon. Oh, now you can see when you kill the lieutenant or the champion, you get better loot. And I just got a new weapon, sort of a laser pistol. Yeah, we have like 3 categories of weapon. I mean, 3 different styles of weapons. The sci-fi weapons, the let's say modern weapons, and like ancient ones, more like demons weapon. And you will, yeah. Also es gibt 3 unterschiedliche Arten von Waffenklassen, wie man die grob einteilen kann. Es gibt so ein bisschen Sci-Fi-Waffen, sowas wie hier, so eine Laserwaffe. Es gibt ja so klassische Waffen, wie wir jetzt auch gesehen haben. Und es gibt so ein bisschen antike Waffen. Und es gibt besessene Mädels. Kurz auf die Frage, im Chat geht es gerade darum, dass
dass man es komisch findet, wenn Entwickler noch nicht genau wissen, welche DLCs wann entwickelt werden. Pawel ist halt auch Leveldesigner, ne? Also ich denke mal, wenn man den Producer fragt, wird er da schon ein etwas genaueres Bild haben, was wann wie erscheinen wird. Also das liegt natürlich auch immer am Job, den man gerade hat. Hast du schon den Skill zum Gegner aufspießen, Fritz? Ein Skill zum Gegner aufspießen? Nee, aber I'm going to jump this cutscene since we won't understand the story anyway. And I wanted to show the... okay, I can't skip this one. I wanted to show the chainsaw. Through here. I hope I can trust you. I can skip this one. So, ja, also es gibt Story-Zwischensequenzen, aber ich überspringe die jetzt mal so ein bisschen, weil wer jetzt wirklich die Story groß mitbekommen will, der kauft sich das Spiel einfach dann am 13. und spielt es einfach durch. Ich will, bevor wir jetzt hier in Richtung Ende marschieren, würde ich gerne noch bis zur Kettensäge kommen. Und die liegt hier irgendwo, glaube ich, rum. Von daher versuche ich da mal hinzukommen. Und wir fragen so was jetzt am Story-DLC ist oder Season Pass oder solche Sachen kommen wird, kann uns Pawel an der Stelle jetzt noch nicht beantworten. Aber sowas wie ein Season Pass würde ich da ehrlich gesagt jetzt nicht erwarten. So eine große Produktion ist das nur auch wieder nicht. Müssen wir einfach mal schauen, was da kommen wird. Genau. Franz, war sonst noch fragentechnisch irgendwie was ich übersehen habe? Ja, Moment. Ja. Ich hatte mir da was überlegt. Hast du schon mal was vorbereitet? Ich hatte da was vorbereitet. Und dann habe ich mich gerade Achso, ganz kurz übrigens, storytechnisch. Ich glaube, also sie wird, ihre Seele wird jetzt in den Wang hinein transportiert, sodass sie auch immer noch die ganzen Sachen, die so passieren, kommentieren kann. Also es ist dann quasi nicht, man funkt dann nicht die Basis an, sondern man hat die junge Dame oder ihre Seele, hat man dann schon gleich, das macht er jetzt gerade auch, hat man dann schon selber in sich drin. Das gab es ja im ersten Teil auch schon, dass man da hatte man so einen Dämon in sich und jetzt nimmt man aber die Seele, glaube ich, von dieser Dame auf und das sorgt dann auch im Verlauf halt für viel so Smack-Talk-mäßig, ne? Das ist ganz cool. Das ist halt so ein bisschen, also es ist halt die ganze Zeit irgendwelche Kommentare. Another question for you, Pawel. Yes. Where is the game progress saved? Locally or online? With Steam, it's saved in the cloud. Okay, also es wird schon lokal gespeichert, aber bei Steam ist es dann halt in der Steam Cloud. I think the question is about a ladder system or a season system. Are you planning something like that? Season system? Like a ladder, like a scoreboard where you can see how well you did with your team. Yeah. I'm not sure. I think we didn't implemented something like that with like scoreboard. Who made I don't know most points and something like that. No. I think we don't. Okay. We're not playing something like that. Ja, also jetzt viel wichtiger ist natürlich, dass Fritz jetzt die alte Kettensäge gefunden hat. Aber momentan ist kein Ladder-System geplant, wo man seinen Fortschritt sehen kann. Deswegen halt auch. Da ist ja die Mutti. Ja, genau. Die erzählt halt immer mal wieder was, ne? Ist das jetzt hier eigentlich dein Laden? Da stand gerade dein Name dran. Ja, das ist hier Wang Cave. Das ist quasi mein Zuhause. So, this is my home. Exactly. Now we are in a hub in Lowang's headquarters, and here player most of the game will get new missions, meet with NPC players and stuff like that, and take new missions. Also wir sind jetzt in so einer Hub-Umgebung und von hier aus startet man dann eine neue Mission oder lernt neue Leute kennen, zum Beispiel ihn hier. Man kriegt dann auch von denen teilweise irgendwie wieder Sachen. Ich überspringe das jetzt hier trotzdem mal, weil die quatschen dann halt mit einem, ne? Oder geben einem, ich glaube, der gibt einem jetzt hier sogar noch, genau, hier kriegt man noch eine Belohnung, also noch Skill Points. Und hier, Doppelschwerter mit total geil Laser-Effekt. Wuhu! Total geil. Yeah. There will be also something like a shop in your headquarters, so because you get the money from the enemies and from the chest, you will also find a lot of chests on the game in which you can find more loot. So for the money you can buy new weapons or new upgrades or stuff like that.
Genau, also man kann halt auch Geld im Spiel finden, mit dem man dann halt Upgrades und so kaufen kann. Wird es ja auch einen Shop geben. Und ich springe jetzt mal noch in den letzten Abschnitt da rein. Ja, accept. Zack. Und von hier aus kann man dann sich seine Mission auswählen. Und das passiert über so ein Missionsboard. Da springe ich jetzt mal schnell hin. Ich glaube, das ist ja, genau, an du seinem musst die Auto. Kettensäge noch zeigen, sonst Ja, genau, ja, klar, Logo. Klar. Das ist halt so Standard, wie man sein Kind ins Bett schickt. Kettensäge noch ausprobieren, sonst kommst du mir nie ins Bett. So, jetzt haben wir hier noch irgendwie der Ja, genau. Waffenhändler-Dämon, der kann uns dann halt unsere Sachen verkaufen und irgendwie neue Waffen geben. Ah, Flying Wild Hog? That's the biker gang? Was? The sales demon. Ja. He's wearing kind of a biker gang jacket. Yeah. He's part of the Flying Wild Hogs. Ah, okay. Yeah, on his back. And that's you guys, I think. Hier. Yeah, it's us. Hier. Vorschau. He's a hog. He's a hog. He's a team member. Nerds. Ich habe nur gerade festgestellt, dass der Verkaufsdämon hier. Oh, er streichelt sein Auto. Das finde ich sehr sympathisch. Was steht unter dem Baum? Das ist doch total voll. Der hat so ein Gang-Tag hinten auf seiner Jacke und das ist das Logo von dem Entwicklerstudio. Die haben sich quasi selbst im Spiel nochmal verewigt. Genau, und jetzt springen wir hier so ein bisschen in den letzten Abschnitt, zeigen noch schnell die 2 neuen Waffen, die wir hier dabei haben, nämlich das Doppelschwert und die Kettensäge, nur mal so zum kleinen Reinschauen und auch nochmal ein bisschen ein Setting, was eher so an den ersten Eröffnungslevel erinnert. Genau. Okay. So I just said we're just going to take a quick look into this next level to show the chainsaw and the double swords, Come here, you pussies! because we have to show the chainsaw before they cut it out for the German version, which we don't know. We don't know. Come here. Uiuiuiui. Okay. Yeah, you can like carve through enemies or slice them. Yeah, the chainsaw is really gory. But we will do everything to make it stay in the German version also. Oh, I have to be a little careful. You can use invisibility. Okay, you lost your mana, so now we can. Whoa! Ja. Was machst du denn da? Ah. Oh. And this one. And our double swords. Oh, that's a double sword. So sort of a distance attack and a close quarter attack. What are the most crazy weapons we're going to see? Can you give us some examples? I don't want to spoil it. We have different kinds of rocket launchers, grenade launchers. With some upgrades, you can make like stationary turrets from your weapons, so you can just drop a copy of the weapon and it will shoot for itself to help you. Like in Diablo with Demon Hunter, I think he can put turrets and just shoot. So there will be different kind of bows and crossbows. Different kind of chainsaw. There's also like sword chainsaw, and there's many more. So I don't want to spoil too much. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, also manche Waffen haben als Fähigkeit mit drin, dass man quasi Turret-Varianten von denen platzieren kann. Wow. Es gibt Der heilt sich übrigens, siehst du das? Ja, ich glaube, das ist hier hinten durch diese Kette, ne? Durch das Schlingeltier. Ich kann das nicht kaputt machen. Ich glaube, ich muss ihn nur schnell Nee, du musst erst machen. ihn wegflexen, ja. Und unterschiedliche... Oh ja, oh, okay. Unterschiedliche... There was explosive. Ah, okay. Also hier... Achso, da war irgendwie eine... Yeah, there's a lot of explosive also, so it's good to use them. Sometimes they help.
Jetzt haben wir hier auch schon mal eine Kiste, also Fässer und sowas alles gibt es natürlich auch, was schön in die Luft gehen kann. Er wollte eben übrigens nicht so viel zu den Waffen sagen, also es gibt halt schon relativ viele, er wollte jetzt nicht so viel spoilern, aber er hat gerade von Raketenwerfern und Granatwerfern gesprochen, wie Fritz schon meinte, eben auch Turret-Versionen von den Sachen. Genau, und irgendwie noch andere Varianten von der Kettensäge und sowas alles. Some quick questions. Will there be virtual reality? VR? We are not playing it at the moment. Okay. It's quite crazy to put VR in this kind of fast. This game is very fast, so it could be like really dizzy for people. Like they could. Yeah, like, maybe it's not fast. good for sleeping after playing. Yeah. After dismembering thousands of demons with a chainsaw. Can you revisit the locations, or do you have to play the full game and restart the game to level of harm? No, you know, this is a very unique feature in our game, because when you go to the mission, we prepared like prepared like huge blocks, many different blocks, and when you go to the level, it generates for you different combination. It randomizes for you the level, how it will looks like. We predefine like many different blocks for every quest, from which the game will generate a level for you. So for example, if you will play the game, the third mission, this one, you will see like this. But for example, when Christian will play it, he will have a different type of level. It will be totally different. So in another mission, for example, in 10 missions further, you will get to this location, but the weather will be different, some things will change. So yeah, it's possible that you can get into the same location, but it's more like random thing, because the level generates for you from the blocks. Okay, also ich habe gerade die Frage von okay. Von It's almost like, I'm sorry. No problem. It's almost like for example in Diablo, when you get one of the missions, go to the underground, you see that the layout, some of the stuff looks like familiar for you, but the dungeon is generated for you. It's more or less looks like this. Also die Frage war, ob man Orte mehrmals besuchen kann, um dann zu farmen, oder ob man das Spiel immer wieder durchspielen muss. Und er hat gerade gesagt, das ist auch ganz spannend, weil wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Die Levels haben eine bestimmte Zielvorgabe, aber die werden halt zufällig zusammengestückelt. Also so ein bisschen wie bei Diablo. Wenn man da auf eine Map kommt, wird die ja auch neu generiert. Also die bauen quasi so Levelversatzstücke, die dann immer wieder neu zusammengedengelt werden. Also wenn ich jetzt Level 3 spiele, sieht das wahrscheinlich anders aus als die Version, die Fritz da gerade spielt. Das ist ganz witzig, weil ich hatte diesen Level hier tatsächlich schon mal angefangen gehabt und da sah der halt tatsächlich, also es war natürlich das gleiche Grafikset, aber er war einfach anders aufgebaut, ne? Also war dann eine andere Struktur. And another quick question, can you improve your base, your home base? Some of the parts will open when you will progress. So at the beginning, it will be the base will be smaller, then it will get a little bit bigger. Okay. Some of the parts of the will open. And I just wanted to say one more thing about the generation of the level. Some key parts, like the prologue that we play and the second mission with the girl that we save, it's predefined, and it will be the same for everyone. But the third mission, it will be generated. So for the story progress. Yeah, exactly. Some of the key missions, there will be some of the places will be the same for everyone, but the path to the end of the mission or something like that will be different for every player. Okay, also dann nochmal kurz als Ergänzung zu dem, was ich eben gefragt habe. Er meinte, dass manche Sachen natürlich schon für jeden gleich sind. Also dieser Prolog, den wir gesehen haben, das zweite Level, das muss ja auch irgendwie so sein, damit die Story halt funktionieren kann. Ne? Nur dieser dritte Level ist jetzt hier, das ist jetzt der dritte Level, der ist dann halt immer, das ist schon prozedural generiert, also auf jeden Fall wird es immer zufällig generiert. Und danach habe ich dann gefragt, ob man die Base customizen, wie es so schön heißt, in dem Lied von Freundeskreis, oder im Englischen. Und daraufhin hat er gesagt, die Base vergrößert sich, je weiter man vorankommt im Spiel. Also durch den Fortschritt, den man hat. Das Kaninchen, Fritz.
Ja, ist aber böse. Durch den Fortschritt öffnen sich neue Bereiche der Base, aber keine Ahnung, ein Poster aufhängen könnte da nicht. As a level designer, what are you most proud of? This level? Okay. For example. Sag dieser Level. No, I'm just kidding. But for example, this block, this part, I prototyped it. But okay. I'm happy with all my work. I also worked on all the explosives. I put them on the level. And as I said at the beginning, level designers at our company have to be more versatile. So we do a lot of things, different things. We prototype levels, but also mesh them. Sometimes work on balance, the explosive, many different things. So I'm happy with all the game. It's like our baby. Okay, also er ist auf das Gesamtkunstwerk stolz, weil er meinte, bei ihm im Team ist es halt so, ja, er ist zwar schon Leveldesigner und er macht auch die Prototypen von den Levels, aber er hilft auch beim Balancing aus und er hat zum Beispiel auch hier die ganzen explosiven Sachen verteilt und so und er ist besonders stolz halt einfach auf das Gesamtwerk, das dieses Spiel jetzt halt geworden ist. Auf die Frage hin, worauf er besonders stolz ist, habe ich glaube ich gar nicht wiederholt, das Spiel, ne? Nee, hattest du glaube ich noch nicht. Obwohl doch, glaube ich, hattest du glaube ich schon. Aber about the enemies, some of the enemies can transform, like this one, the lizard looking like. When he starts, there's only one of them, and he can cast a spell, and he will triplicate. So from one of them, there will be two more. So this enemy can duplicate, and there's also different kinds of transformation. For example, there's one small enemy that can transform into a bigger one and stuff like that, and it's very fast. Du hast eine Ice-Shotgun, Fritz, empfiehlt der Chat. Yeah, Ice-Shotgun. Gegner? Yeah, I have ammunition again. I didn't have ammunition last try. Ja, also es gibt Gegner, die sich zum Beispiel duplizieren können, aufteilen können. Oh, ouch. Yes, he was on fire, so when you have the gun with the frost, it will do a lot more damage on the frost. Hast du es gesehen, der Kopf? Er hat den Körper weggeschossen, der Kopf ist halt so. Cool. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, warum du kein USK-Prüfer bist. Ja, das stimmt allerdings. Genau, also wie gesagt, und dann gibt es halt auch Gegner, die sich mit dem Aufteilen und was war die zweite Fähigkeit, wo er meinte, dass die Gegner das noch können? Also mit dem das erste war das mit dem Aufteilen und er hatte noch ein zweites Beispiel gehabt für was die Fähigkeiten der Gegner angeht. Weißt du es noch, Franz? Nee, sorry, da habe ich gerade den Chat gelesen. Ja, im Zweifelsfall habt ihr das auf Englisch gehört. Wie auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt, soweit ich das jetzt einschätzen könnte, glaube ich mal einen ganz guten Eindruck vom Spiel. Ja, das ist auch schon Viertel nach. Genau, vom Spiel liefern können und würden an der Stelle jetzt dann hier Richtung Ende marschieren und eine kleine Pause machen. Und danach wird es dann in der nächsten Folge oder nach der Pause wird es dann weitergehen mit Hybrid Wars, was Franz und ich sogar auch zusammenspielen können, bevor wir dann zum Ende hin rüberwechseln in Osiris New Dawn, was ja auf Steam gerade sehr, sehr beliebt ist. So ein bisschen so das Sci-Fi-Arc. Und das hier war Shadow Warrior 2. Es kommt am 13. Oktober für den PC auf GOG, auf Steam. Oh, and one thing, we didn't talk about the price. It's 39 Euro. Also es kostet 39 Euro 39, und ja genau. Aber ich glaube, ihr müsst mal bei Steam reingucken. Es gibt Sonderangebote, wenn man den Vorgänger hat und wenn man den I think I remember right that there are special offers if you have the first part and if you have what was your other game? Hard Reset. I think, yeah. It will be cheaper if you have the other games. Also wenn ihr die anderen Spiele habt, wird es preiswerter werden für euch. Genau. And is there I'm not sure if you know, is there a special offer for if you want to buy 4 copies for like start
Co-op Gaming right away? I'm not sure. I'm not sure. Okay, also schaut einfach mal auf Steam, was da geht. Wie gesagt, 13. Oktober kommt es für den PC. Anfang 2017 kommt es für die PS4 und für die Xbox One. Und genau, mal schauen, wie es durch die USK durchgeht. Aber inzwischen ist das ja alles, also ist echt selten, dass da nochmal sowas passiert. Und das ist ja hier nur wirklich Dämonenkrempel. Sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt in Kinderhände geben, aber ab 18 sollte das jetzt kein unbedingt allzu großes Problem sein. Ja, das war der kleine Eindruck zu Shadow Warrior soweit. Franz, haben wir irgendwas Wichtiges noch vergessen, nö, oder? Alle Eckdaten I think gesagt? it's called Dziękuję, Pawel. Yes, Grob Motorik. Yes. He thanks me in Polish. So, dziękuję, Grob Motorik. Good to see you here. Okay, and that's the point for us to say thank you to you, Pawel, for showing us and explaining us and explaining the game. Good luck with the release in a couple of days, and yeah, hopefully it sells well because it plays very well. It's really much fun. I'm very much looking forward to playing co-op. It's a very cool game. So thanks for your time. Thank you. And Thank you very much. Bye, Pawel, and for everyone else watching, we're going to make a short break and we'll be back in 5 minutes. Wir sind gleich wieder da.